Augustin, herzlich willkommen hier in Luzern. Während eigentlich ich ja ganz neu hier bin, bist du ein alter Hase, denn du bist damals schon vor Jahren hier bei den Internationalen Musikfestwochen Luzern, dem Vorgänger des Lucerne Festival, aufgetreten. Erzähl mal doch, was hast du für Erinnerungen daran? Das war 1996, als ich 12 Jahre alt war. Ich erinnere mich natürlich noch gut an das Konzert. Das war damals ein großes Ereignis für mich, hier bei dem Festival aufzutreten. Und mit den Festival Strings Luzern habe ich damals eines der Konzerte von Vivaldi gespielt. Aber wie viele dieser Konzerte meiner Kindheit fühlt es sich eigentlich an wie ein ganz anderes Leben sozusagen oder zumindest eine andere Karriere. Es bleiben die Erinnerungen und natürlich die Erfahrungen, die ich damals sammelte, aber irgendwie ist auch alles anders. Vor 3 Jahren bin ich wiedergekommen, sozusagen als Erwachsener, und hab das Dvorak-Konzert gespielt mit dem Festivalorchester und war total begeistert vom Orchester. Weil das ist ein Stück, wo ich ständig irgendwie im Dialog stehe oder im Wettstreit oder irgendwie in Beziehung mit den Bläsern, und da gab es Stellen drin, die waren so schön phrasiert, dass ich in der Probe schon dachte, wow, aber so habe ich es selten erlebt. Also das hat mich sehr beeindruckt, weil es einfach so besonders herausragende Musiker sind, die als Orchester zusammenkommen. Ja. Jetzt stehen wir hier am Vierwaldstätter See, der auf Englisch Lake Lucerne heißt. Wenn man dieses Panorama hier sieht, diese Idylle, was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade Konzert spielst oder eine Probe hast? Was machst du hier in Luzern? Ja, dieses Mal hatte ich jetzt überhaupt keine Zeit, jetzt spazieren zu gehen. Habe ich aber schon gemacht und nehme ich mir für nächsten Sommer auf jeden Fall fest vor, die Stadt wieder neu zu erkunden für mich. Was ich sonst mache zwischen den Proben, ich bin jemand, der sich schon ziemlich auf das Konzert konzentriert und fokussiert, und es gibt andere Kollegen, die irgendwie bewusst Ablenkung suchen. Die gehen dann irgendwie Tennis spielen oder Skydiving oder sowas. Aber ich bin jemand, der dann eher nur über dieses eine Konzert nachdenkt. Aber Spaziergang und frische Luft und schöne Landschaft ist immer schöne Inspiration, würde ich sagen. Ja. Schön. Dann gehen wir mal rein. Augustin, was ich ganz besonders finde, dass wir vor 2 Jahren im Konzerthaus Berlin zusammengearbeitet haben, schon dort eine Residency gemacht haben und mich einfach unglaublich begeistert hat, mit welcher Freude du vor allem auch an Konzerte rangehst. Ich stelle mir immer vor, in so einer Karriere, die du hinter dir hast, ist ja doch Nervosität ein Riesenthema. Du hast ja erzählt, 12-Jähriger, erstmalig aufgetreten, das ist ja der Wahnsinn. Wie gehst du mit Nervosität und dieser Freude vor dem Konzert um? Es gab eine Zeit, so vor 20 Jahren, als ich oft sehr nervös war, also mich so ein bisschen rausschubsen musste, so auf die Bühne, weil es schon sehr, sehr schwierig war. Und dann mit den Jahren hat sich das dann gebessert. Ich meine, ich habe alles Mögliche probiert, aber was letztendlich natürlich geholfen hat, ist einfach die Erfahrung und das Selbstvertrauen und irgendwie das Gefühl, dass ich weiß, dass ich das kann und irgendwie das Selbstbewusstsein habe, so auf die Bühne zu treten. Ja, die Spielfreude ich habe ja das große Glück als Geiger, dass es so viele unglaublich schöne Stücke gibt, die für die Geige geschrieben wurden. Und das spüre ich eigentlich in jedem Konzert. Die berühmte Backstage-Tür geht auf, man sieht die ganze Halle schon vor sich, das Publikum, es flirrt im Orchester schon dieses Adrenalin. Was geht da in deinem Kopf durch? Ist das wirklich dann tatsächlich so, jetzt geht's los, also wie so ein Fußballspieler oder irgendwas, oder bist du ganz ruhig und ganz entspannt? Eigentlich ist mittlerweile dieses Gefühl etwas Positives, dass ich auf die Bühne gehe und mich da eigentlich recht wohlfühle und irgendwie noch mehr Energie habe, noch mehr irgendwie plötzlich Kraft und Adrenalin, das eigentlich sehr hilfreich ist. Als ganz junger Mensch ist es oft so, dass man so ein bisschen so durch das Stück durchhetzt eigentlich. Ja. Also was ja alles sehr aufregend ist, aber es ist sehr schwierig, diese Ruhepunkte zu finden.
weil einfach das Herz so schnell schlägt und so. Und das ist das, was, glaube ich, mit der Zeit dazugekommen ist, dass ich trotz der Aufregung trotzdem mich so beruhigen kann, dass ich oder vielleicht sogar noch mehr Ruhe finde auf der Bühne. Und das ist etwas, was ich als 20-Jähriger einfach nicht hätte machen können, weil ich eben jemand bin, dessen Herz ziemlich schnell schlägt im Konzert. Und ich kenne Kollegen, bei denen ist es gar nicht. Die trinken sogar einen Kaffee davor noch, um noch ein bisschen aufzuwachen oder so. Jetzt stehen wir hier in diesem wunderbaren Nouvelle-Bau an dem Wasser. Ich finde ja mal diesen Satz, das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss, bisschen verwirrend, weil wenn man seinen eigenen Lebensweg anguckt, ist er ja meistens nicht sehr ruhig, sondern vielleicht, wenn man als ältere Person zurückguckt. Wie guckst du auf deine Karriere zurück? Hast du das Gefühl, ja, das ist ein langsamer, ruhiger Fluss, das ist alles so entstanden? Oder gab es so Erlebnisse, wo du gesagt hast, wow, das ist ein Gamechanger, da ist wirklich was ganz anderes passiert? Ich würde sagen, so die Momente, diese so Durchbruchsmomente, gab es ein paar. Das eine war der Wettbewerb von Indianapolis 2006. Ich habe dann zu der Zeit eben einige Wettbewerbe gemacht und das fand ich sehr hart, weil ja so als Konzept finde ich einen Wettbewerb eigentlich sehr unmusikalisch, weil es hat sich für mich immer sehr natürlich angefühlt, mit anderen Menschen zusammenzuspielen oder für Leute zu spielen, aber nicht gegen andere Geiger anzutreten. Darf ich da einmal nachfragen, weil du bist jetzt hier in Yale auch Professor, Ja. Du hast junge Studierende bei dir. Was empfiehlst du denen? Sagst du, geh zum Wettbewerb oder sagst du, nee, lass das mal lieber weg? Einige, die zu mir gekommen sind, haben gerade 10 Wettbewerbe hinter sich und dann ist das Problem, dass man eigentlich immer die gleichen Stücke vorbereitet, weil man ja nichts Ungewohntes jetzt beim Wettbewerb präsentieren will. Und dann kann das dazu führen, dass man nach 5 Jahren oder womöglich sogar noch länger an einem Punkt ist, wo man keinen Wettbewerb gewonnen hat, aber auch nichts dazugelernt hat. Einfach es ist nichts mehr weiteres dazugekommen. Man muss eine sehr langfristige Perspektive haben eigentlich manchmal beim Üben. Und schon sage ich meinen Studenten auch, dass man nicht damit rechnen kann, wenn man ein größeres technisches Projekt so hat, was man irgendwie verbessern will, kann man nicht damit rechnen, dass es sich in einer Woche löst, sondern eher in einem Jahr oder länger. Ne? Ja. Jetzt gehen wir mal hoch zur Dachterrasse. Okay, ja. Wagen einen Ausblick in die Saison 2026 von da oben. Ach so, Ausblick, ja. Einen Genau. Ausblick, spannend, was wir da alles vorhaben. Da wirst du uns gleich noch ein bisschen zu erzählen. Okay, alles klar. Als ich American Dreams als Motto sozusagen ausgesucht hatte, also Dreams mit einem S, um die Diversität der vielen amerikanischen Musikstile auch zu zeigen, da habe ich gedacht, gibt es einen großen Unterschied zwischen der europäischen Musikgeschichte und auch der Violinkonzert und der Kammermusik und der amerikanischen? Ich würde sagen, die amerikanische Musiktradition hat sich erstmal natürlich aus der europäischen herausentwickelt. Oder es gab so Schübe, es gab viele deutsche Einwanderer nach Amerika, die dann Orchester gegründet haben und Chöre oder Dvorak ist nach Amerika gegangen und hat natürlich viele Komponisten dann auch beeinflusst oder auch Eindrücke wieder zurückgenommen und so gab es so Ereignisse. Ich würde sagen, im 20. Jahrhundert fing es eigentlich erst wirklich an. Erkennst du andere Melodieführungen, Volksmusikarten da drin? Manchmal. Aber was halt besonders ist am amerikanischen Musikstil, ist, dass es nicht einen amerikanischen Musikstil gibt, sondern sehr viele, die auch sehr im Gegensatz stehen, wo man wirklich das Gefühl hat, diese Komponisten kommen von ganz unterschiedlichen Planeten. Es gibt diesen amerikanischen Musikstil, der da so von Copland geprägt ist, so Appalachian Spring so als Beispiel. Diese Klänge, die natürlich alle Filmkomponisten dann auch beeinflusst haben. Also jedes Mal, wenn so ein Maisfeld, so die Idylle so gezeigt wird in Filmen, kommt dann der Klang, der also direkt bei Copland, Appalachian Spring so abgeguckt ist, so diese ländliche Idylle. Und dann gibt es diese Spätromantiker, die einfach unbeirrlich einfach weiter sehr romantisch und so mit ganz spätromantisch satten Klängen gearbeitet haben. Und dann gab es auch sehr früh schon Avantgardisten, also Charles Ives. Er war halt wirklich einer der ersten, die auf bestimmte Weise experimentiert haben mit Polytonalität und sehr gewagten
Ideen und da gab es natürlich viele andere, dann Cowell und John Cage und später immer weiter die Serialisten und so. Also diese modernistische Strömung war auch sehr stark. Ja, und dann natürlich der Minimalismus. Ja. Das ist so der Stil, wo ich sagen würde, der ist erkennbar amerikanisch. Da merkt man sofort, fließen oft die Einflüsse von Jazz und anderen Stilen mit ein irgendwie, in die Rhythmen und so, aber es ist war ein völlig neuer Ansatz, der sozusagen als Reaktion, als Gegenreaktion auf die Avantgarde entstanden ist. Also sehr viele Stile und es gibt keinen Komponisten, der sozusagen in allen diesen Stilen sozusagen, sondern die sind irgendwie auf verschiedenen parallelen Welten. Aber das ist eigentlich auch die Idee gewesen, warum ich dich gefragt habe, ob du hier Artist in Residence werden willst. Ich finde in der heutigen Zeit diese Kulturbrücken zu bilden, nicht, wo politisch vielleicht alles doch im Moment nationaler wieder wird, schwieriger global zu denken, finde ich, hat die Kultur schon diesen Auftrag, open-minded zu sein, Diversity zu denken, Vielfältigkeit. Und das geht ja bis hin zur Auswahl des Programms. Und worin siehst du dich als Künstler auch? Bist du da unterwegs, eben auch gerade diese europäische, amerikanische Kulturbrücke auch zu bilden? Man muss immer schon realistisch bleiben, dass man jetzt, dass Musik nicht die Welt retten kann oder alles verbessern kann. Aber irgendwie in kleinem Maße oder ein kleines Stück dazu beiträgt, vielleicht, dass die Menschen zueinander kommen und etwas Gemeinsames erleben. Und das Besondere ist ja, ich finde gerade bei der Instrumentalmusik, weil es keinen Text gibt, keine Sprache, dass die Musik eigentlich Menschen bewegen kann, die ganz unterschiedliche Sprachen, Religionen, Traditionen haben und doch irgendwie davon aufgeweckt werden oder berührt werden. Und das ist das Besondere der Musik. Deswegen gibt sie auch oft den Menschen Hoffnung in sehr schwierigen Zeiten und kann die Menschen zusammenbringen und Gemeinsamkeiten schaffen. Ich stimme total mit dir überein. Ja. Also jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch hat seine eigenen Meinungen. Und der Konzertsaal vereint uns aber eben und lässt uns nebeneinander sitzen. Und der alte Spruch, wenn wir zusammen Mozart hören, ist die Welt ein bisschen besser. An die glaube ich immer nur. Ich danke dir, Augustin, für das Gespräch und freue mich wahnsinnig auf unsere gemeinsame Residency in 2026. Ja. Danke dir. So, danke.